Servus und willkommen auf meinem Kanal RLP. Ja, heute habe ich ein kleines Behind-the-Scenes-Video mit euch vor und beziehungsweise ist es auch so ein bisschen für mich, dass ich so eine Momentaufnahme, sage ich mal, habe. Wie schaut denn das Studio zum jetzigen Zeitpunkt aus? Ich habe mir das damals schon vorgenommen, wo ich dann die 10.000 Abonnentenmarke geknackt habe mit euch zusammen, was mich immer noch riesig freut. Also wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst bei dem Video gerne ein Like da und vor allem sprecht es auch um, wenn jemand auch Technik interessiert ist. So kann ich halt auch für euch irgendwann noch mehr Videos machen, noch mehr ehrliche Reviews. Das würde mich sehr freuen. Und ich habe mir gedacht, ich muss mal noch ein bisschen was bei der Marke dann auch verändern. Ich war nicht so ganz zufrieden mit meinen Videos, was so das Unboxing betrifft. Da hatte ich nur einen relativ kleinen Strahler. Ich zeige euch den dann mal noch kurz. Und irgendwie war das, ja, also vor einer Seite und von der Front und irgendwie nicht so von links und rechts, dass halt keine Schatten mehr da sind. Und ich habe mir gedacht, Mensch, irgendwas muss da machen, habe mich da auch schon umgeschaut gehabt und so weiter und habe da auch was gefunden beziehungsweise zugeschickt bekommen von Newer. Da bedanke ich mich schon mal dafür. Und eine zweite Sache, die ich noch im Blick habe, ist ein Teleprompter, der eben auf meine Kamera, aufs Objektiv vorne mit davor geschnallt wird und dann entsprechend so Sachen wie Specs und so weiter eingeblendet werden. Dann muss ich nicht immer hier so runterschauen aufs Tablet und das Ganze ablesen. Das finde ich wirkt einfach ein bisschen besser und ein bisschen ja, professioneller und ganz ehrlich, ich kann mir die Specs einfach nicht immer merken. Und da habe ich tatsächlich noch einen 11 und einen 16 Zöller von Newer auf der Watchlist. Mal schauen, ob ich es mir selber hole oder ob ich es vielleicht auch von Newer noch zugeschickt bekomme. Das wäre natürlich auch ziemlich cool für mich. Und ja, wenn ihr auch noch Tipps habt für mein Studio, irgendwas für die Dynamik, dass es besser ausschaut und so weiter, dann schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich bin da wirklich dankbar und das Bild muss ja auch für euch passen im Endeffekt. Man muss auch dazu sagen, es ist halt auch nur ein kleiner Bereich, den ich habe, wo ich die Videos drehen kann. Entsprechend bin ich da ein bisschen, sag ich mal, noch gebunden an das, was halt hier am Platz da ist. Aber ihr seht vielleicht auch schon, ich habe ja auch so LED-Stripes neu hingemacht. Die finde ich eigentlich ganz cool. Lockert im Endeffekt dieses Akustikpanel-Thema ein bisschen auf. Und auch wenn ihr für die Akustik noch irgendwie Tipps habt oder so, dann auf jeden Fall ab in die Kommentare. Die Sachen, wo ich euch heute zeige, sowohl meine Strahler, die ich schon hatte und so weiter, da würde ich euch entsprechend Links unten in die Beschreibung packen. Das sind Affiliate-Links, also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr drüber bestellt. So kann ich mir eben auch wieder Zubehör kaufen von den paar Cent, die ich dann Provision bekomme und euch kostet es nicht mehr. Ja Leute, so schaut's aus. Das sind die beiden Newer NL660 Bicolor Strahler, also LED-Strahler im Endeffekt, die ich dann rechts und links vom Schreibtisch hinstellen will, wenn das nächste Unboxing oder die nächsten Unboxings kommen. Und es kommt tatsächlich eins und zwar relativ zeitnah und zwar vom Vivo X Fold 6. Da bin ich auch sehr gespannt, inklusive Photography Kit mit der 200mm Extension Linse. Also von daher perfekte Szenario schon mal für die Strahler. Ich bin gespannt, wie sie sind. Von daher, los geht's mit dem Intro und wir sehen uns gleich wieder. Ja, Freunde, ganz kurz mal hier, wie versprochen, ein Behind the Scenes. So schaut das Ganze nämlich aus, also beziehungsweise den Strahler hier, den habe ich jetzt dann nicht immer so da, aber dann seht ihr mal, wie der alte Strahler ausgeguckt hat. Es war im Endeffekt einfach nur so eine LED-Birne mit so einem Diffusor und die war nicht sonderlich gut. Hier habe ich dann eben von Newer tatsächlich auch schon selbst gekauft noch den FS 150. Der ist auch wirklich richtig, richtig gut und sehr, sehr hell, würde ich jetzt mal behaupten. Hier oben habe ich überall ein wenig Akustikpaneele. Da hängt nochmal eine Top-Down-Kamera, die Sony Alpha 7C2. Die wird aber ersetzt mit einer Lumix S5 Mark IIX, wie die hier auch. Also im Endeffekt alles so, dass es halt auch gleich bleibt. Also ich will halt die gleiche Akustik, die gleiche Bildgebung haben bei beiden Kameras, dann XLR-Mikrofon und so weiter. Da habe ich dann meine beiden PocoPads Tablets, die im Endeffekt das zeigen, was ich halt filme, sowohl von oben als auch von der Front. Den Schreibtisch, wo ich so ein paar
Sachen habe, die ich ab und zu brauche. Eine kleine Briefwaage eben für irgendwelche Gewichtsangaben und so weiter und so fort. Hier, wie gesagt, dann entsprechend der alte Strahler, der jetzt ersetzt wird. Und hier habe ich noch so ein bisschen Kleinkrusch. Also alles, was so nicht direkt immer gebraucht wird. Ja, das Ganze ist ein Kellerraum. Das war vorher so ein bisschen Fitnessraum. Ich mache mal so einen kurzen Schwenk rüber, dann sieht man das mal ein bisschen. Also so Fitnessraum. Und natürlich hat das Ganze einen Hall des Todes gehabt. Also es war wirklich brutal. Ja, also die ersten Videos waren hier unten echt grausam mit den Akustikpaneelen an der Decke und die Matten am Boden und so geht es mittlerweile schon. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr cool geworden. Hier ist ja im Endeffekt dann so der Winkel, mit dem immer gefilmt wird. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt dafür, dann sagt gerne Bescheid. Aber dann habt ihr es mal gesehen und so schaut das Ganze aktuell dann aus. Ja, Freunde, und das war für mich zumindest mein kleines, aber feines Studio und Studio-Equipment, was sich mittlerweile angesammelt hat. Wenn ich überlege, also vor 2,5 Jahren, da war ich oben hier mit meiner, ich glaube, es war sogar die Sony Alpha damals noch. Die habe ich einfach aufgestellt auf dem Stativ, ohne Beleuchtung, ohne alles und habe mich da am Schreibtisch gesetzt und habe das Video runtergedreht, nichts geschnitten, nichts gemacht. Also da hat sich schon für mich persönlich zumindest einiges getan. Wirklich erstaunlich. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich von Neewer, vielen Dank nochmal, eben die NL660 Strahler bekommen. Ich bin da wirklich dankbar dafür, weil ich halt Neewer Produkte eh schon gekauft habe und war echt überrascht, wo die mich angeschrieben haben, ob ich denn was testen möchte. Und ja, auch hier wieder keine Vorgaben und von daher packen wir das Ganze mal aus. Ja, Leute, das ist in dem Paket drin. Zweimal eben die LED-Strahler, die NS660 und 2 Stative entsprechend, um das Ganze halt natürlich aufzustellen. Und wir machen jetzt mal weiter mit den Strahlern. Die wichtigsten Facts für mich sind hier in dem Fall bei den Strahlern eben 3200 Kelvin bis 5600 Kelvin an Farbe, also warmweiß bis kaltweiß quasi. 40 Watt und 5000 Lux Helligkeit bei 1 Meter Abstand. Also für mich, für Unboxings völlig ausreichend. Ich habe ja hier Handflächenbreite, die Abstände quasi, wo die dann hier reinstrahlen sollen. Oder vielleicht auch so ein bisschen von hinten nach vorne versetzt. Das schaue ich mal, wie es am besten dann ausschaut. Weil den Frontstrahler lasse ich ja da auch aktiv. Entsprechend versuche ich das halt so gut wie möglich aufzustellen, damit eben keine Schatten mehr beim Unboxing entstehen und ihr einfach auch bessere, hochqualitativere Videos von mir bekommt. So, dann packen wir den ersten LED-Strahler mal aus und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal den Top-Down mit an. Das eignet sich nämlich ganz gut, dann seht ihr mal, wie es denn jetzt ausgeschaut hat und wie es halt in Zukunft dann ausschauen wird bei mir. So, das Ganze kommt wieder in so einer coolen Tasche. Ja, also so kommt das Ganze. Tasche mit Tragegriff, die finde ich ja richtig cool. Bei meinem FS 150 Strahler war das nämlich auch in so einer riesen Tasche. Sehr praktisch, wenn man doch mal irgendwo unterwegs ist. Und ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch irgendwo mit einem Auto in Urlaub fahre oder so, das Teil vielleicht sogar mitnehmen mit einem Stativ dann entsprechend, weil die Beleuchtung einfach besser ist. Ich habe vorher mal so eine kleine Aufstecklampe gehabt und die war, glaube ich, sogar auch von Neewer. Und die war schon okay, wenn ich halt nah an der Kamera sitze, wenn ich ein bisschen weiter weg gesessen bin, dann war das eigentlich schon zu schwach. Dann hatte ich halt oft die Lampen im Raum an oder so, die sind dann sehr gelbstichig, der passt der Weißabgleich dann nicht mehr etc. Von daher ist das hier super und ja, schauen wir mal, was drin ist. Ja, sehr schön. Was mir jetzt gerade gleich auffällt, hier sogar noch so eine Zubehörlasche, also für ein Netzteil oder so dann. Und da haben wir natürlich den Strahler an sich, den LED-Strahler
Ah ja, und der hat auch Akkubetrieb. Hinten könnt ihr mit 2 Akkus betreiben. Den Typen schreibe ich euch mal noch mit rein. Und ihr habt auch 2 Regler. Und zwar einmal hier oben für den Farbton, eher eben niedrige Calvin, das heißt gelbstichig, oder eben höhere Calvinzahl, das heißt sehr weiß ins Bläuliche. Auf der Rückseite habt ihr im Endeffekt 2 Regler. Einmal für den gelben Farbton, also die gelben LEDs, die hier entsprechend angesteuert werden können mit dem oberen Regler. Und einmal die weißen LEDs, also die eher blaustichigen. Die könnt ihr eben separat regeln. Wie das Ganze ausschaut, zeige ich euch jetzt mal noch an der Front. So, jetzt haben wir hier beide auf maximal eingestellt. Jetzt regle ich mal den gelben runter. Das heißt, die gelben LEDs gehen aus. Das Licht wird sehr weiß, also sehr kaltweiß. Dann drehe ich gelb wieder hoch. Alles ist aktiv. Das ist natürlich auch die maximale Helligkeit dann entsprechend. Und ich drehe weiß runter. Dann haben wir hier eben einen sehr gelbstichigen Ton und nur noch die gelben LEDs bleiben an. Da habt ihr einen Ausschalter. Da könnt ihr auch dann eben sagen, ich will Batteriebetrieb, das wäre Stufe 1. Oder Stufe 2 ist dann mit dem Netzteil, was mitkommt. Und ja, das sieht doch super aus, muss ich ehrlich sagen. Genau, und das Wichtigste natürlich an der Front, erstmal alles Metall übrigens. Also sehr hochwertig. Und ihr habt dann auch eben diese Platten. Ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte für Licht. Bei mir muss es einfach passen. Ne? Das Setup muss passen, die Farbe muss passen, die Helligkeit. Das ist mir wichtig. Aber das sieht auf jeden Fall recht cool aus. Vor allem, ihr könnt es halt auch ein bisschen so dann entsprechend diffusen und breiter oder schmäler strahlen lassen. Das finde ich richtig cool. Optisch auf jeden Fall sehr hochwertig, muss ich sagen. Auch nicht ganz so leicht, was wirklich gut ist. Also da merkt man einfach halt, dass es Metall ist und kein Kunststoff-Plastik-Kram. Also Newer, wirklich gut. Kooperation hin oder her. Das ist echt hochwertig. Wie gesagt, ich bin ja mit meinem normalen Strahler, den ich eben lange vorher gekauft habe, auch super zufrieden. Dann haben wir natürlich noch ein Kabel, Netzkabel und ein Netzteil dabei entsprechend. Und genau, das Teil hat 45 Watt. Wie gesagt, 40 Watt hat der Strahler an sich. Und genau, dann würde ich sagen, nächstes kommt das Stativ dran. So, dann packen wir mal das erste Stativ aus. Also fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Fast sogar besser als das Stativ, was ich für meinen großen Strahler habe. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich halt auch nur geschaut, dass es halbwegs günstig ist und nicht zu teuer. Es steht ja eh nur im Raum rum, aber die hier fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig an. Ja, bin hier natürlich noch fixiert. Genau, dann geht es nämlich auch. Perfekt, sehr cooles Teil. Auch hier wieder entsprechend spitzer oder flacher verstellbar. Und ihr könnt es dann hier fixieren. Ja, und dann hält es bombenfest. Fliegt hier gleich das Netzteil runter. Genau, und da habt ihr natürlich dann die Höhenverstellung noch. Das zeige ich euch gleich mal noch. Hier haben wir dann eben, wie gesagt, noch die Höhenverstellung des Ganzen. Also es wirkt wirklich echt hochwertig, muss ich ehrlich sagen. Ja, perfekt. Völlig ausreichend von der Höhe für mein Studio hier. Wie gesagt, ich brauche es ja eh von der Seite. Das testen wir jetzt dann auch nämlich gleich mal aus. Ich packe mal noch das zweite Stativ aus und dann bauen wir das Ganze hier mal im Raum auf. Ja, Stunde der Wahrheit würde ich sagen. Ich werde jetzt mal einfach hier vom Galaxy Trifold das Ganze Pseudo-unboxen. Und zwar zeige ich es euch jetzt mal, wie es ohne die Lichter sind. Also so wie ich vorher halt quasi immer unboxed habe mit einem ganz schwachen Strahler. Das war echt nicht gut. Und wir machen jetzt mal das Licht an und gucken mal, wie es dann ausschaut. Ja, Freunde, so sah der Top-Down-Shot damals aus bei meinem alten Setup. Also relativ, ja, unschön, sage ich jetzt mal. Und
Ja, es ging schon, aber es war halt nicht optimal. Ich drehe jetzt mal links und rechts auf und dann schauen wir mal, wie das Ganze mit den neuen Newer-Strahlern ausschaut. Und so schaut das Ganze aus. Ich sehe es gerade im Monitor, ich bin völligst überbelichtet jetzt. +1 sagt er bei der Belichtung. Das heißt, die sind auf jeden Fall ordentlich hell und man sieht es auch schon in der Bildgebung und die weißen Linien schauen auf dem Monitor jetzt hier auf jeden Fall schön weiß aus. Gefällt mir sehr gut. Und ich stelle die jetzt mal noch ein bisschen hier so schräg hinter mich und dann gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an. So, jetzt habe ich sie tatsächlich hier so auf die Höhe. Also vorher waren sie weiter vorne mittig. Jetzt habe ich sie so ein bisschen schräg hinter mich. Die dürften jetzt auch nicht im Bild drin sein. Und das sieht für mich auf jeden Fall sehr gut aus. Natürlich perfekte Bildgebung. Da bräuchte ich hier wahrscheinlich richtig Strahler von oben. Vielleicht montiere ich die auch mal in die Decke. Ich habe genug Platz oben, mal gucken. Aber an sich fürs erste schnelle Mal aufbauen, ja, ich meine, das ist ja noch nicht final, aber fürs schnelle Aufbauen schon deutlich besser als vorher und auch deutlich heller. Wie gesagt, ich muss mich da auf jeden Fall noch anpassen von den Settings bei der Kamera, dass ich mich da ein bisschen runterregel, dass ich nicht komplett überbelichtet dann bin. Aber wenn man das da so anschaut bei dem Unboxing, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Wenn ich jetzt mal hier einfach die Kamera hernehme, ja, und die zeige, also ja, hat auch einen schönen Glanz dann von dem Licht. Also da kann man nichts sagen, sehr gut. Natürlich, wenn ich rüber gehe, sieht man die, aber das ist ja immer so, ja, egal welche Strahler man hat, auch wenn ich die von der Front zeige oder so, ja, strahlt ja auch der Strahler von vorne rein, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Licht braucht man halt einfach, ne? Aber Freunde, ich bin echt begeistert. Also die machen echt eine super Helligkeit. Und vielen Dank in dem Sinne nochmal an Newer, dass ihr mir die zugeschickt habt. Also das ist für mich gerade bei den Unboxings echt eine super Erleichterung. Und beim Teleprompter, da muss ich mal noch gucken, was ich da nehme. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp oder schon welche mal im Einsatz gehabt, die für den kleinen YouTuber wie mich quasi ausreichend sind und wo ich einfach halt mal Specs durchlaufen lassen kann oder anzeigen lassen kann, ohne dass ich dann immer hier runter gucken muss auf mein Tablet. Das wäre richtig cool, wenn ihr da irgendwas wisst. Ansonsten freue ich mich natürlich aufs erste Unboxing. Das wird definitiv das Vivo X Fold 6 sein. Mit dem Kamerakit, da bin ich auch schon ultra gespannt drauf. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.